Ahoi meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Falls ihr euch fragt, was Christoph auf den Kopf hat, es ist ein Anglerhut. Ja, ich habe meine alte Kapitänsmütze verloren und deswegen habe ich mir gedacht, so ein neuer moderner Anglerhut ist gar kein Problem. Aber da reden wir jetzt nicht drüber, es geht nicht um uns, sondern es geht um dieses tolle Set hier. Wir haben uns gedacht, ja, fangen wir mal so an. Das Jahr 1991, liebe Freunde, hat ein paar formidable Dinge auf die Welt gebracht. Also nicht nur, dass das Geburtsjahr dieser bezaubernden Dame neben mir ist, es ist auch das Geburtsjahr dieses tollen Lego-Sets. Es ist das Lego-Set mit der Nummer 6541, dem großen Hafen aus dem Jahr 1991, wie ich schon gesagt habe. 545 Teile, der kleine Bruder des großen Hafens mit dem roten Kran. Wir haben uns das Set jetzt zugelegt. Ja. Einerseits sammeln wir natürlich alle Sets aus dem Jahr 1991, um meine Partnerin hier zu huldigen und zu zeigen, was für ein gutes Jahr bei Lego das wirklich war. Andererseits gibt es mehrere Gründe, warum wir uns dieses Set hier gekauft haben. Mehr dazu aber im Lauf dieses Videos. Ein Grund war, dass Lego-Häfen einfach toll sind und wir jetzt in der nächsten Zeit vorhaben, unseren Hafen auch zu vergrößern und da fehlt uns noch Material, sagen wir so. Zuerst noch allein schon die Anleitungen, dieser Geruch dieser alten Lego-Anleitungen, also allein darin zu schmökern, das ist wirklich ein Gedicht, aber ich brauche, glaube ich, nicht ausführen, wie toll das wirklich ist. Rita wird jetzt mal die Minifiguren für euch präsentieren. Oh ja. Ich starte mal mit den zwei, die ich verstanden habe und dann komme ich zu den anderen, die ich nicht verstanden habe. Die zwei gefallen mir sehr gut. Wir haben hier einen Kapitän. Man sieht hier auch, da hat da vorne einen Anker drauf. Und ein zweiter, wahrscheinlich ein Mitarbeiter mit einer Schwimmweste. Also falls er ins Wasser hineinfällt, alles kein Problem. Jetzt komme ich zu den drei Figuren, die ich nicht ganz verstanden habe, denn es sind 3 Postler dabei. Ja, vielleicht ist das ein Postschiff, das kann durchaus sein. Okay. Aber ich glaube, du musst bedenken, meine Liebe, wir sind im Jahr 1991, da waren gewisse Dinge noch nicht ganz so ausgereift. Ach so. Da gab es noch nicht so viele verschiedene Oberteile. Jetzt denke ich mir, dass das einfach die Arbeiter sind, die hier Lastwagen fahren und Traktor fahren und hier das Boot beladen und den Kran bedienen und so weiter. Denke ich mir, ich weiß es nicht. Aber oder sind das 3 Brüder, die sich immer gleich kleiden, jeder in einer anderen Farbe? Also meinst du, das sind einfach Latzhosen und keine Briefe da vorne drauf? Okay. Naja, gut. Okay, das lasse ich durchgehen. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Müsste man den Lego-Designer fragen, aber es stimmt schon. Wäre cool, ein Briefträger, der immer einen Brief hier vorne drin hat. Warum auch nicht? Ja, also die 5 Figuren für dieses Set, das ist schon mal nicht so schlecht. Ja. Ein weiterer Grund, warum wir uns dieses Set gekauft haben, war der sehr attraktive Preis. Und zwar, man bekommt das Set, wenn es komplett ist, so ungefähr ab 100 €, vielleicht manchmal ein bisschen drunter. Wir haben nur 60 dafür bezahlt und das zwar im leider nicht ganz kompletten Zustand. Und zwar fehlt uns einer dieser Typen hier, ist ein Angler, wie ihr unschwer erkennen könnt. Nein. Und uns fehlt irgendwie diese Angel, die ist nicht dabei. Ja, deswegen haben wir die 60 € okay gefunden, sagen wir so. Ja, wir haben gesagt, ist in Ordnung, das ist kein Problem. Ja. Okay. Gehen wir weiter zum Hauptteil dieses tollen Modells. Und zwar beginnen möchte ich mit diesem kleinen Lastwagen. Den könnt ihr gar nicht sehen, weil das Boot hier davor ist. Aber hier haben wir diese Rampe und da haben wir auch einen tollen Laster. Natürlich haben wir den. Das ist ja ein Containerschiff und der braucht natürlich einen Lastwagen, der hier die Container bringt. Ganz klassisch im Maßstab der 1990er Jahre mit nur 4 Noppen Breite, hier aber natürlich auch mit Türen, das sind die ganz klassischen Geschichten. Ich wollte gerade sagen, dass der ein bisschen schmal ist. Ja, also wenn man da einen neuen Speed Champions, der doppelt so breit ist, daneben stellt, dann sieht das schon ein bisschen komisch aus.
Aber ja, für die damalige Zeit war das voll in Ordnung. Da waren alle Autos und alle Lastwagen so. Hier kann man sogar, wenn man ihn abgehängt hat, so eine Stütze herausfahren, dass er dann steht. Also wirklich eigentlich mit sehr einfachen Teilen gebaut, aber für die damalige Zeit und eigentlich ausreichend. Also er hat alles, was ein Laster braucht, finde ich. Wunderbar. Hoppala. Ein kleines Missgeschick mit diesem Zaun und dann haben wir auch noch hier 2 Container mit von der Partie. Einer in weiß, einer in gelb, einmal mit dem klassischen Motorrad. In Rot gehalten. In Rot gehalten. Aber was ist das in Blau? Und das in Blau, ja, das soll, ich glaube, das ist entweder ein Traktor oder so ein Aufsitzrasenmäher, aber ich würde sagen, du schaust dir das mal genauer an. Und dann sehen wir weiter, was das ist. Ja, kann sein. Auf jeden Fall kann man ja natürlich diese Container hier, die haben so einen Haken oben, da kann man die dann auf das Schiff aufladen. Wir gehen jetzt über mal zu dem Schiff, welches aus Steinen gebaut ist. Wir haben jetzt vor kurzem auch noch einen neueren Hafen gekauft. Vielleicht zeigen wir euch den auch noch. Da ist das Boot, also der Rumpf aus einem Teil. Es ist ein klassisches Boot hier mit einem Kran, mit einer Seilwinde. Hier kann man so nach oben und nach unten drehen natürlich. Hier relativ viel Platz eben für unsere Container. Die kann man hier aufladen, hier mit ein paar kleinen netten Details. Und hier haben wir die Kommandozentrale, die Schiffsbrücke, glaube ich, heißt das, die man auch öffnen kann, hier mit einem tollen Steuerrad und so Computer und er hat auch Antennen und Radar und Sonar wahrscheinlich und hier hinten, das ist alles für den Schiffsmotor gedacht. Ein wirklich nettes Schiff, wie ich sagen muss. Es schwimmt natürlich nicht im echten Leben. Mit und hier den Namen Diana, wenn ich das richtig gelesen habe. Ganz toll. Das Set ist von 1991, aber die Aufkleber, gut, der sieht nicht mehr so toll aus. Aber die Aufkleber sind, glaube ich, noch alle da. Und du hast vollkommen richtig gelesen, das Schiff hat den Namen Diana. Also das kann dann hier so toll, wenn der Kapitän natürlich an Bord ist, sonst nicht, das ist ganz klar, in den Hafen einfahren und kann dann hier be- und entladen werden. Aber Rita hat jetzt, glaube ich, auch was Interessantes für uns vorbereitet. Ich glaube, dass das ein Traktor sein soll. Denn wenn das ein Rasenmäher ist, nachher wäre das ja ein Riesenrasenmäher, oder nicht? Ich weiß es nicht. Aber nachdem der jetzt auch quasi dann 4 breit ist, ist es wahrscheinlich, ich finde, das ist ein Traktor. Ich finde ihn auf jeden Fall süß. Ich finde auf jeden Fall total cool, dass man da den Sitz heruntergeben kann und dann passt er in den Container hinein, sonst auf jeden Fall nicht. Also und unser Kollege hier kann jetzt einwandfrei mit seinem Traktor oder Rasenmäher, was auch immer das ist, davonfahren und hat Spaß. Also er ist ihm geliefert worden, was denn sonst? Der nächste Grund, warum wir uns diesen Hafen gekauft haben, ist, dass wir Häfen generell ganz toll finden. Also ich glaube, wer findet Häfen nicht toll? Das ist doch auch ein guter Grund. Und wir wurden auch darauf aufmerksam gemacht, liebe Freunde. Und zwar hat das mit unserem YouTube-Kollegen Ben Briggs zu tun. Mit dem haben wir jetzt mal eine kleine Kooperation gestartet. Wir verraten da noch nicht mehr dazu, aber auf jeden Fall ist da dieses Set vorgekommen und ich habe mich verliebt und es gab keinen Weg zurück mehr. Es war die eBay-Auktion dann am besagten Tag aus. Wir haben ein Gebot abgegeben und wie gesagt, ich habe schon erwähnt, 60 € für dieses Set dann bezahlt. Schauen wir uns jetzt noch zu allerletzt den Hauptteil dieses Sets an und zwar haben wir hier einerseits diese erhöhten, was ist das eigentlich? Quai-Teile hier mit dieser Rampe, die kamen auch zum Teil bei Bahnhöfen vor, wo unser Lastwagen auf- und abfahren kann. Dann haben wir hier einen kleinen Mini-Leuchtturm. Total cool, ein Leuchtturm, damit das Schiff nicht dagegen knallt. Dann haben wir ein kleines rotes Fahrrad, sogar mit Lichtern drauf. Einfach ein Fahrrad in ein Set hineingegeben, darauf kommt Lego heute auch nicht mehr. Dann haben wir hier einen Rettungsreifen. Falls mal ein Nichtschwimmer ins Wasser fällt, das braucht man natürlich auch immer. Es hat ja nur eine Schwimmweste. Ja, und es gibt viele Leute, die nicht schwimmen können. Ihr dürft das nicht unterschätzen, liebe Freunde.
Und dann natürlich der Hauptteil, das Highlight ist dieser Kran hier, der auch einen Namen trägt, und zwar ist das Viking, und das ist schon ein cooler Kran. Der lässt sich erstens mal um 360 Grad drehen. Rita hat jetzt mal diesen Container angehängt. Ja. Wir können hier an einem Rad drehen, das den Container absenkt oder aufhebt. Ja, die Führerkabine, das Glas ist schon ein bisschen zerkratzt, aber sieht total cool aus. Also wirklich, das ist so richtig, wie ich es mir vorstelle, von einem Industriehafen. Hier wird da gearbeitet und da werden Schiffe be- und entladen und alles unter Zeitdruck und so weiter. Auch die Teile hier von diesem Kran hier, die habe ich noch nie in einem anderen Set gesehen. Ich weiß gar nicht, ob die wo vorgekommen sind. Nein. Also ich weiß. Ein schönes Set. Wir werden versuchen, den Hafen in der nächsten Zeit in unser Stadtlayout zu integrieren. Es wird interessant werden. Wir haben jetzt 2 Boote in dieser Größe und 2 neuere Häfen. Und ja, also die alten sehen da schon ein bisschen aus wie ein kleines Ruderboot neben den fast schon Kreuzfahrtschiffen der neueren Sets, aber das ist halt so. Naja gut, aber es gibt ja auch größere und kleine. Vielleicht ist das eher ein Fischkutter. Das kann natürlich sein, dass das eher ein Fischkutter ist und die anderen dann die richtig dicken, fetten Containerschiffe. Ja, wir haben auf jeden Fall sehr viel Spaß. Es ist wirklich ein sehr nettes Set. Es bereitet uns große Freude. Rita war auch dabei beim Aufbau. Es wurde zerlegt, geliefert. Und ja, wir freuen uns einfach. Ja. Und damit zum letzten Grund, warum wir dieses Set gekauft haben. Und zwar wollen wir was ausprobieren. Es ist ganz interessant. Wir sprechen ja normalerweise nicht über, ihr wisst schon, die YouTube-Statistik und das Ganze. Aber seit Beginn unseres Kanals, liebe Freunde, ist eines der Hauptschlagwörter, mit denen Leute auf unseren Kanal kommen, Lego Hafen. Und wir wissen eigentlich nicht warum. Wir haben noch nie etwas von einem Hafen gezeigt, außer dass wir unsere Kamera mal kurz in unserer Lego-Stadt über unseren Hafen geschwenkt haben. Und es sind immer noch total viele Leute. Wir haben das weder in die Tags noch sonst irgendwo hineingegeben, aber die Leute suchen nach Lego-Hafen und kommen dann auf unseren Kanal. Deswegen haben wir jetzt einen Hafen. Uns tun diese Leute dann immer auch so leid. Die suchen nach Lego-Hafen, freuen sich, dass ein Lego-Hafen gezeigt wird, was passiert. Sie bekommen Züge. Eisenbahnen oder was auch immer kommt. Oder Friends, oder ich weiß nicht, was auch sonst immer noch kommt. Auf jeden Fall wollen wir der Bitte der Leute mal nachkommen. Jeder sucht nach Lego-Hafen. Jetzt habt ihr ihn. Es kommen vielleicht sogar noch mehr. Wir sind dabei, ein großes Hafenterminal aufzubauen mit einigen dieser Kränen, mit Verladestationen, mit Booten und so weiter. Das wird ganz wunderbar. Also sucht weiterhin nach Lego-Hafen, dann bekommt ihr, was ihr sehen wollt, nicht wahr? Ja, das hoffe ich doch, dass ihr das bekommt. Ja, also was soll ich da noch großartig sagen? Gefällt euch dieser alte Hafen gut oder schlecht? Sagt es uns im Vergleich zum etwas größeren mit der Setnummer 6541. Das ist das 6541. 6542 hat der größere mit dem grauen Kran, mit dem roten Kran, Entschuldigung. Da ist dann auch noch so ein Polizeischiff dabei. Wir werden beide nebeneinander in unsere Stadt stellen und werden sie dann bewundern, hoffentlich mit euch. Ja, auf jeden Fall. In dem Sinne, lasst eure Boote fahren, beladet eure Kräne mit Traktoren und dann sehen wir uns ja hoffentlich bald wieder. Das hast du sehr schön gesagt. Das hätte ich nicht besser formulieren können. Also dann, bis demnächst. Ahoi, Matrosen. Ahoi.